Sie waren 2 Schwestern, Töchter der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und doch wuchsen sie in 2 völlig unterschiedlichen Welten auf. Marie Valerie war die Lieblingstochter. Gisela musste lernen, ohne die Nähe ihrer Mutter zu leben. Und trotzdem standen sich die beiden später sehr nahe. Das ist die Geschichte von Gisela und Marie Valerie, von 2 Frauen, die auf ganz unterschiedliche Weise ihr eigenes Glück finden mussten. Morgens wacht Marie Valerie in einem hellen Zimmer von Schloss Gödelö auf. Durch die geöffneten Fenster strömt die milde Luft des Morgens herein. Sie schaut aus dem Fenster. Draußen erstrecken sich die weitläufigen Parkanlagen mit ihren alten Bäumen und breiten Wegen. Man hört das Klappern von Hufen auf dem Kies, das Rollen einer Kutsche und die Stimmen der Bediensteten im Hof. Alles wirkt leichter, freier als in Wien. Während Kaiserin Elisabeth bereits ihren Tag beginnt, badet, frisiert und angekleidet wird, erwacht auch Marie Valeries Welt. Sie wird auf Ungarisch begrüßt. Nicht Deutsch ist die Sprache ihres Alltags, die ihre Mutter für sie ausgewählt hat. Marie Valerie ist das 4. und jüngste Kind des Kaiserpaares. Geboren wird sie 1868 auf Schloss Gödelö. Elisabeth nennt sie voller Stolz ihre ungarische Prinzessin. Nach dem Frühstück beginnt der Unterricht. Gräfin Cornes achtet auf eine deutliche Aussprache, eine gerade Haltung und eine gute Bildung. Regeln gehören auch hier zum Alltag, und doch wirkt diese Welt unbeschwert. Später zieht es Sissi und Marie Valerie hinaus. Sie gehen durch den Schlosspark, vorbei an alten Kastanien und gepflegten Blumenbeeten. Der Wind bewegt die Blätter der Bäume, Vögel zwitschern in den Ästen. Elisabeth liebt die langen Spaziergänge. Hier in Gödelö wirkt sie gelöster als in Wien. Wenn Marie von Wallersee zu Besuch ist, Sissis Nichte, die später als Gräfin Larisch bekannt wurde, ist es im Schloss lebendiger. Kinderstimmen hallen durch die langen Korridore, es wird gespielt, gelacht, gebastelt und gemalt. Kleine Figuren entstehen aus Papier und Bilderbücher werden für kranke Kinder gestaltet. Später am Abend stehen nach dem Essen oft Süßigkeiten auf dem Tisch. Marie Valerie darf sich nehmen, so viel sie möchte. Natürlich greift die kleine Erzherzogin gerne zu, doch Elisabeth sagt zu ihr, sie soll einen Teil zurücklegen. Wenn Mutter und Tochter später durch Gödelö fahren, verschenkt Marie Valerie die Süßigkeiten an die Kinder des Ortes. Sie warten voller Vorfreude auf die kleine Prinzessin. Sobald ihre Kutsche auftaucht, laufen sie ihr entgegen. »Valerie kommt«, rufen sie laut. Die kleine Erzherzogin wächst in einer Welt voller Wärme, Großzügigkeit und glücklicher Erinnerungen auf. Sie kennt die Nähe ihrer Mutter, die Freiheit der weitläufigen Parkanlagen und die Freude daran, anderen ein Lächeln zu schenken. All die Nähe und Aufmerksamkeit, die Elisabeth ihren älteren Kindern kaum schenken konnte, konzentrieren sich nun auf dieses eine Kind. Während Marie Valerie die Liebe ihrer Mutter fast ganz für sich hat, lernt ihre ältere Schwester schon früh, ohne sie auszukommen. Erzherzogin Gisela von Österreich wird am 12. Juli 1856 auf Schloss Laxenburg geboren, dem sommerlichen Rückzugsort der Habsburger vor den Toren Wiens. Sie ist die zweite Tochter von Kaiser Franz Josef und seiner damals erst 18-jährigen Gemahlin Elisabeth. Am Wiener Hof wartet man damals jedoch vor allem auf eines, einen männlichen Thronfolger.
Ein Jahr zuvor ist bereits die kleine Sophie zur Welt gekommen. Die Geburt einer weiteren Tochter wird höflich begrüßt. Doch die Enttäuschung ist spürbar. Die Dynastie braucht einen Erben. Kaiser Franz Josef scheint das wenig zu kümmern. Er liebt seine Töchter von Herzen. Für Kaiserin Elisabeth beginnt dagegen eine schwierige Zeit. Sie ist jung, unsicher und fühlt sich den Zwängen des Hofes immer weniger gewachsen. Gleichzeitig gerät sie zunehmend in Konflikt mit ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie. Sophie ist überzeugt, dass ihre Schwiegertochter noch zu jung und unerfahren sei, um zukünftige Thronfolger selbst zu erziehen. Sie nimmt die beiden kleinen Mädchen, Sophie und Gisela, unmittelbar nach ihrer Geburt in ihre Obhut. Franz Josef greift nicht ein. Er liebt seine Frau, respektiert aber auch seine Mutter und findet nicht die Kraft, sich zwischen ihnen zu entscheiden. So wächst Gisela weitgehend ohne ihre Mutter auf. Ob sie sich nach ihrer Mutter gesehnt hat, wissen wir nicht. Doch sie erlebt früh, dass Nähe keine Selbstverständlichkeit ist. Sie lernt, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der Pflicht oft wichtiger erscheint als persönliche Wünsche. Stattdessen prägt Erzherzogin Sophie ihren Alltag. Sie wacht über Unterricht, Benehmen und Tagesabläufe. Gisela lernt Deutsch und Französisch, später auch weitere wichtige Fremdsprachen. Sie erhält Musik- und Reitunterricht und eignet sich jene Fähigkeiten an, die man damals von einer Erzherzogin erwartet. Zeitgenossen beschreiben die junge Gisela als ruhig, gewissenhaft und verlässlich. In vielem ähnelt sie ihrem pflichtbewussten und zurückhaltenden Vater deutlich mehr als ihrer rastlosen und unkonventionellen Mutter. Dabei scheint sie ihrer Großmutter keinen Groll entgegenzubringen. Sophie schenkt ihr etwas, das ihre Mutter ihr nicht geben kann: eine geordnete Welt mit klaren Regeln und eine Form von Zuwendung. Die innigste Beziehung ihrer Kindheit verbindet Gisela jedoch mit ihrem 2 Jahre jüngeren Bruder Rudolf. Gemeinsam wachsen sie in der Kinderkammer auf, teilen Unterrichtsstunden und kleine Freiheiten des Hoflebens. Rudolf versteht die Welt, in der Gisela lebt, wie kaum ein anderer. Zwischen den Geschwistern entsteht eine tiefe Vertrautheit, die sie ein Leben lang begleiten wird. Auf den ersten Blick scheint Marie Valerie die Glücklichere zu sein. Am Wiener Hof trägt sie schon bald einen Spitznamen: die Einzige. Doch was zunächst wie Glück erscheint, wird für die heranwachsende Marie Valerie zunehmend zur Last. Sie beginnt sich gegen die ständige Fürsorge aufzulehnen. Sie wird eigensinnig und störrisch. Ihr Tagebuch wird zum Spiegel ihrer Gefühle. Sie führt es mit großer Genauigkeit und behält diese Gewohnheit ihr ganzes Leben lang bei. Während Gisela lernen muss, ohne die Nähe ihrer Mutter auszukommen, muss Marie Valerie lernen, sich von ihr zu lösen. Schließlich sucht sie immer häufiger die Nähe ihres Vaters. Oft sitzt sie still in seinem Arbeitszimmer, während Kaiser Franz Josef an seinem Schreibtisch Akten studiert. Stundenlang beobachtet sie ihn, ohne ein Wort zu sagen. Irgendwann blickt er zu ihr hinüber und fragt: »Wird dir denn nicht langweilig?« Marie Valerie schüttelt den Kopf. Der Kaiser lächelt. Seltsames Vergnügen, murmelt er, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwendet. Den plötzlichen Eifer ihrer Mutter bekommt nun auch immer öfter Gisela zu spüren. Die Erzherzogin ist gerade 15 Jahre alt, als Elisabeth beginnt, über ihre Zukunft zu entscheiden. Der Auslöser ist eine Liebesgeschichte. Elisabeths jüngerer Bruder, Herzog Maximilian Emanuel in Bayern, in der Familie Mappel genannt, hat sich in Prinzessin Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha verliebt. Doch Amalie wird gleichzeitig von Prinz Leopold von Bayern umworben. Maximilian fürchtet, seine große Liebe an den bayerischen Prinzen zu verlieren.
Es muss eine Lösung gefunden werden. Ausgerechnet Elisabeth, die selbst unter den Zwängen arrangierter Ehen gelitten hatte, vermittelt nun die Zukunft ihrer eigenen Tochter. 1872 wird Giselas Verlobung mit Prinz Leopold von Bayern bekannt gegeben. Sie ist erst 16 Jahre alt. Nun verabschiedet sie sich von Wien, von ihrem Bruder Rudolf, von der Welt ihrer Kindheit. Sie heiratet den bayerischen Prinzen und zieht nach München. Wenig später bringt sie ihr erstes Kind zur Welt. Die Reaktionen ihrer Eltern könnten unterschiedlicher kaum sein. Franz Josef geht in seiner neuen Rolle als Großvater auf. Er besucht seine Tochter und die Enkelkinder mit sichtbarer Freude. Für Elisabeth dagegen ist die Nachricht ein Schock. Mit nur 36 Jahren wird die Kaiserin Großmutter, die Frau, die ihre Jugend und Freiheit mit aller Kraft festzuhalten versucht, begegnet dem Familienglück ihrer Tochter mit Distanz. Die Jahre vergehen. Kronprinz Rudolf wächst zu einem intelligenten und sensiblen jungen Mann heran. Doch er leidet zunehmend unter den Zwängen seiner Rolle als Thronfolger. Seine Ehe mit Stefanie von Belgien ist unglücklich. Depressionen und Affären überschatten sein Leben. Gisela weiß, wie unglücklich ihr Bruder ist. Sie kennt die Spannungen seiner Ehe und seiner gesundheitlichen Probleme. Mehr als einmal versucht sie bei ihrem Vater für Rudolf einzutreten. Es ändert sich nichts. Am 30. Januar 1889 erschüttert eine Nachricht ganz Österreich. Im Jagdschloss Meierling erschießt Rudolf zunächst seine 17-jährige Geliebte Mary Fetzerer und anschließend sich selbst. Für die Monarchie ist es eine Staatskrise. Für Gisela ist es der Verlust ihres kleinen Bruders, den sie niemals ganz überwinden sollte. Während Gisela versucht, den Verlust ihres Bruders zu verkraften, laufen an anderer Stelle bereits die Vorbereitungen für ein neues Kapitel der Familiengeschichte. Denn ausgerechnet in jener Zeit steht Marie Valerie kurz davor, ihren eigenen Weg zu gehen. Aus dem kleinen Mädchen von Gödelö ist eine junge Frau geworden. Marie Valerie gilt als hübsch und elegant. Oft trägt sie Blumen im Haar. Ihre maßgeschneiderten Kleider betonen ihre schmale Taille. Dazu kommen geschmackvolle Handschuhe, Hüte, Schirme und feine Accessoires. Sie lässt sich gern fotografieren und verkörpert jene natürliche Anmut, die viele Menschen schon bei ihrer Mutter bewundert haben. Bereits 1886 lernt sie auf einem Ball Erzherzog Franz Salvator von Österreich-Toskana kennen. Der junge Mann, ein Cousin 3. Grades, erobert ihr Herz. Zum Weihnachtsfest des Jahres 1888 verloben sich die beiden. Für Elisabeth bedeutet diese Verlobung viel mehr. Sie ahnt, dass sie nun auch die Tochter verlieren könnte, die sie ihr Leben lang am engsten an sich gebunden hat. Am 31. Juli 1890 läuten schließlich in Bad Ischl die Hochzeitsglocken für Marie Valerie. Gisela ist inzwischen 29 Jahre alt. Seit über 10 Jahren lebt sie in München. Durch die Fenster des Palais Leopold fällt warmes Licht in die elegant eingerichteten Räume. Aus den oberen Stockwerken sind Kinderstimmen zu hören. Gisela ist längst nicht mehr die 16-jährige Braut aus Wien. Sie ist Ehefrau, Mutter und Herrin eines eigenen Haushalts geworden. 4 Kinder erfüllen das Palais mit Leben. Elisabeth Marie, Auguste, Georg und der kleine Konrad. Natürlich kümmern sich Gouvernanten um ihre Erziehung. Doch Gisela interessiert sich für ihren Alltag, erkundigt sich nach ihren Fortschritten und nimmt Anteil an ihren kleinen Sorgen und Freuden. Zeitgenossen beschreiben ihre Ehe mit Prinz Leopold als glücklich und harmonisch. Zwischen beiden entsteht eine tiefe gegenseitige Achtung, die im Laufe der Jahre immer stärker wird.
Besonders gern gesehen im Palais ist Kaiser Franz Josef. Wenn er seine Tochter und die Enkelkinder besucht, wirkt er weniger wie ein Herrscher, als vielmehr wie ein liebevoller Großvater. Von Elisabeth hingegen ist kaum etwas zu sehen. Selbst zur Taufe von Giselas erstem Kind zieht sie es vor, in einem Hotel zu wohnen, statt bei ihrer Tochter einzukehren. Die Tochter, die in Wien kaum mütterliche Nähe erfahren hatte, schuf sich in München das Familienleben, das sie selbst nie gekannt hatte. Am 10. September 1898 fällt Elisabeth im Alter von 60 Jahren in Genf dem Attentat des italienischen Anarchisten Luigi Lucchini zum Opfer. Für Gisela und Marie Valerie bedeutet ihr Tod den Verlust ihrer Mutter. Und doch ist ihre Trauer von unterschiedlichen Gefühlen begleitet. Marie Valerie verliert die Frau, die ihr Leben wie keine andere geprägt hat, die Mutter, die sie innig liebte, die sie beschützte und zugleich oft einengte. Auch Gisela trauert, doch ihre Trauer gilt einer Mutter, die ihr immer fremd geblieben war, einer Frau, deren Nähe sie als Kind vermisst hatte und die sie als Erwachsene kaum noch in ihr Leben ließ. Mit Elisabeths Tod endet vielleicht auch die stille Hoffnung, dass eines Tages zwischen Mutter und Tochter doch noch jene Vertrautheit entstanden wäre. Aus Elisabeths Nachlass erhält Gisela 40% des Geldvermögens ihrer Mutter. Noch bemerkenswerter ist jedoch ein anderer Teil des Erbes, das Achälion auf Korfu. Die prachtvolle Villa mit ihren mythologischen Statuen und dem weiten Blick über das Ionische Meer war Elisabeths persönlicher Rückzugsort gewesen. Später verkauft Gisela das Anwesen an Kaiser Wilhelm II. Nach dem Tod von Elisabeth bleibt Marie Valerie Ehefrau, Mutter und Wohltäterin. Gemeinsam mit Franz Salvator bekommen sie 10 Kinder. Schloss Waldsee wird zum Mittelpunkt ihres Lebens. Kinderstimmen erfüllen die Räume und Marie Valerie widmet sich ihrer Familie mit großer Hingabe. Doch hinter der Fassade des Familienglücks zeigen sich mit den Jahren Risse. Die Ehe mit Franz Salvator, die einst harmonisch begonnen hatte, wird zunehmend belastet. Wie viele Männer seiner Zeit geht auch er außereheliche Beziehungen ein. Aus einer dieser Verbindungen geht sogar ein Sohn hervor, den Franz Salvator später als seinen eigenen anerkennt. Für Marie Valerie muss dies ein tiefer Schmerz gewesen sein. Doch eine Scheidung kommt für die gläubige Erzherzogin nicht in Frage. Die moralischen Vorstellungen ihrer Zeit, ihre Loyalität gegenüber ihrem Vater und ihre eigenen Überzeugungen lassen ihr kaum eine Wahl. Wie viele Frauen ihrer Generation erträgt sie die Untreue ihres Mannes still. Trost findet sie in ihren Kindern und in ihrem Einsatz für andere Menschen. Sie engagiert sich für das Rote Kreuz, unterstützt Lazarette und hilft großzügig dort, wo Hilfe gebraucht wird. Im Volk nennt man sie liebevoll den Engel von Waldsee. Auch ihre Kinder gehen unterschiedliche Wege. Besonders der Tod ihres Sohnes Franz Karl an der spanischen Grippe im Jahr 1918 trifft Marie Valerie schwer. Doch auch Marie Valeries eigene Kräfte schwinden schließlich. Im Jahr 1924 wird bei ihr Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Die Ärzte sind machtlos. Am 6. September stirbt sie im Kreis ihrer Familie. Sie wird nur 56 Jahre alt. Doch was wurde aus Gisela? Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges übernimmt sie erneut Verantwortung. Während ihr Ehemann Leopold als Feldmarschall an der Ostfront dient, verwandelt sie ihr Münchner Palais in ein Lazarett und kümmert sich persönlich um verwundete Soldaten. Als Kaiser Franz Josef 1916 stirbt, verliert sie die letzte feste Verbindung zu jenem Wien, das sie als junges Mädchen verlassen hatte. 2 Jahre später geht die Habsburger Monarchie unter. Viele Angehörige verlassen ihre Heimat. Gisela bleibt in München und passt sich der neuen Zeit an.
1923 feiern sie ihre goldene Hochzeit. Aus einer einst arrangierten Verbindung ist eine beständige und vertrauensvolle Ehe geworden. Leopold stirbt 1930. Gisela überlebt ihn um 2 Jahre. Am 27. Juli 1932 stirbt sie im Alter von 76 Jahren. Von ihren 4 Kindern gibt es zahlreiche Nachkommen. Auguste Maria wird Mutter von 6 Kindern. Georg entscheidet sich nach einer gescheiterten Ehe für den geistlichen Weg und wird Priester. Der jüngste Sohn Konrad gründet ebenfalls eine Familie und erlebt noch das Jahr 1969. 2 Töchter und doch 2 völlig unterschiedliche Kindheiten. Die eine lernte früh, ohne die Nähe ihrer Mutter zu leben. Die andere musste sich aus dieser Nähe erst befreien. Doch vielleicht fanden beide auf ihre Weise das, wonach sie ihr Leben lang gesucht hatten. Einen Platz, an dem sie geliebt wurden und sie selbst sein durften.